Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Shooting Basics mit Rosi, das Warm-Up-Training. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Blackfolium. Wir haben gerade schon, bevor wir angefangen haben zu drehen, darüber gesprochen. Warm-up ist was der Rosi eigentlich gar nicht gerne benutzt, aber da kann er gleich was zu sagen. Wir haben uns gedacht, wir steigen damit ein. Es ist zwar so, wenn man jetzt hier blutiger Anfänger ist im Schießen, sollte man natürlich, bevor man anfängt zu schießen, erstmal sich mit der Materie auseinandersetzen. Wir gehen jetzt vom Wissensstand davon aus, dass man zumindest mal ein Trockentraining gehabt hat. Das heißt, man hat schon mal grundlegend das Handling einer Waffe begriffen, wo das gefährliche Ende ist und die Sicherheitsregeln beachtet und so weiter und so fort. Und das Warm-up, so wie ich es aus meinen Kursen kenne, die ich besucht habe, ist primär einmal dafür da, dass der Ausbilder sich einen Überblick verschaffen kann über den aktuellen Wissensstand. Ja, wo stehen die Leute? Und natürlich auch das, was der Rosi jetzt noch sagen wird. Aber deswegen, Rosi, deine Bühne. Alles klar. Nee, schönen Dank. Ich mache das so, dieses Warm-up. Wie gesagt, bei mir nicht Warm-up. Ich fange an mit einer Lerngruppenanalyse. Das heißt, meine Students kriegen dann Auftrag, zum Beispiel jetzt auf die 1 zu schießen. 10 Schuss, 5 Schuss, ein Magazin, wie auch immer. Und eine kleine Gruppe zu schießen aus einem beliebigen Anschlag. Dann sehe ich ja, wie sie die Waffe laden. Das heißt, das Handling kann ich schon wahrnehmen und so weiter. Das heißt, das gibt für mich schon mal den Ausschlag, wie ich jetzt meine Methodik weiter aufbaue. Dann ist es im Allgemeinen so, dass wir in den nächsten Bereich reingehen und dann mache ich Step by Step, konzentriert auf diesen Punkt, auf diesen Punkt, auf diesen Punkt und dann arbeiten wir es einmal durch, die Fundamentals. Das kann sein, dass ich jetzt bei einer Gruppe, wo ich sehe, es ist so und so schon sehr, sehr gut angewandt, dass wir eins von den Fundamentals mal rausnehmen. Das werde ich jetzt auch mit euch machen. Ich habe euch noch nicht gesagt, wie ich das Training durchziehe mit euch. Ihr lasst euch einfach überraschen, versucht das alles aufzunehmen und umzusetzen. Aber wir fangen auf jeden Fall an, wie immer bei mir, mit Ziel Nummer 1 und da dann eine Gruppe schießen, so klein wie es irgend geht. Okay, das heißt, wir machen jetzt unser Warm-up, unsere, wie hast du es genannt? Lerngruppenanalyse. Lerngruppenanalyse, einmal für die Kurzwaffe, anschließend für die Langwaffe und dann geht es in die Pistol Basics in den nächsten Videos. Super, dann legen wir los. Gut, dann Augengehörschutz. Martin, du nimmst die linke Scheibe? Ja. Okay. Ich muss mal wechseln. Ich habe die verkehrt rum aufgehabt. So. Fertig laden. Target Nummer 1. 10 Schuss, Präzision, feuerfrei. Gut, Holstern. Klasse. Weißt du noch, wie du gerade deine Waffe fertig geladen hast? Das war anders als auf dem Kurs. Magazin. Hast du vorher den Zustand deiner Waffe überprüft? Nein. Gut, das machen wir so, dass wir erst die Waffe öffnen. Jetzt kennst du den Zustand deiner Waffe. Dann Magazin rein, schließen, Ladekontrolle. Du hast das so gemacht. Das ist nicht verkehrt, aber nicht ungefährlich. Ich mache so, ich nehme die linke Hand, arretiere hier. Jetzt egal wie kräftig ich ziehe, ich werde nicht aus Versehen die Waffe wegziehen und ich bin ganz, ganz weit weg von der Mündung. Gut, wenn wir jetzt mal uns das anschauen, du hast dir das Leben leicht gemacht mit deiner Optik. Das heißt, du hast den Zielfehler eigentlich runter
Du hast keinen Zielfehler, kannst du mit der Optik nicht haben. Du hast da die Möglichkeit eines Zielfehlers, aber ich sage, warum sind die Gruppen noch einigermaßen groß? Ihr müsst es irgendwie hinkriegen, dass ihr beim Zielen abkrümmt. Wenn ich jetzt erst ziele und dann abkrümme, dann kann das gut gehen. Aber es kann natürlich auch ganz gehörig schief gehen, indem ich erst ziele, ich mache alles perfekt und dann sage ich jetzt. Und dann habe ich ein schlechtes Abkommen. Meistens tief und meistens links. Das heißt, ihr müsst euch jetzt konzentrieren bei den Target Nummer 2. Ihr habt noch 5 Patronen im Magazin. Ihr geht auf das Ziel und beim Zielen abkrümmen. Du hältst einfach den roten Punkt genau auf der 2. Du hältst dein Korn genau auf der 2. Und jetzt versuchst du genau in den Augenblick, wo der Schuss bricht. In den Augenblick müsst ihr euer Visier immer noch scharf sehen. Und sollte es irgendwo auswandern, dann müsst ihr wissen, wohin. Weil das ist ja am einfachsten, wenn ich einen Fehler erkannt habe, dass ich ihn auch abstelle. Wenn ich gar nicht weiß, woran das liegt, dann ist es halt viel, viel schwerer, einen Mangel abzustellen. Also geht hin, konzentriert euch, zielen, zielen, zielen. Und wenn alles richtig ist, geht langsam der Finger zurück. Lektion 1, beim Zielen abkrümmen. Target Nummer 2, Rest vom Magazin, feuerfrei. Beim Zielen abkrümmen. Zielen, zielen und langsam zurück. Langsam den Finger zurück. Schön langsam den Finger zurück. Ups. Entladen, Sicherheit herstellen. Gut. Wir haben gerade darüber gesprochen. Zur Sicherheit herstellen. Entladen. Dann Check 1, schaut ins Patronenlager. Und dann schaut ihr nochmal von oben in den Magazinschacht. So, nochmal Kanone raus. Check 1. So zeigen, dass ich das sehen kann. Ihr sollt selber reinschauen, dass ich sehen kann, dass ihr es gesehen habt. Check 2 von oben in den Magazinschacht. Gerade du mit der Optik, wenn du jetzt den Check 1 machst, kann es ja sein, dass das Magazin noch drin ist. Dann kannst du sehen, das Patronenlager ist frei. So, aber das Magazin ist noch drin. Ja. Deswegen macht auf jeden Fall immer den Check 1 und den Check 2. Immer. Gut. Hammer down, Holster. Gut. So, schaut euch das an. Ticken besser. Um einiges besser. Warum hat sich der Haltepunkt bei dir verlegt? Was denkst du? Ich habe mich mehr konzentriert und tatsächlich beim Zielen abgekrümmt. Ja. Wir gehen noch mal an eine Sache. Wenn wir jetzt schießen, ich zeige das mal ohne Handschuh. Wenn wir schießen, versucht, dass ihr wirklich exakt entgegen der Schussrichtung den Finger nach hinten nimmt. Ist euch klar, mit welcher Position vom Finger ihr abkrümmen sollt? Und warum? Also es reicht manchmal nicht, es einfach richtig zu machen. Es ist viel, viel einfacher, wenn ihr das verinnerlicht habt. Warum müsst ihr das richtig machen? Soll ich es noch mal kurz erklären? Ja. Ja. Gut. So, die Waffe ist jetzt gespannt. Das heißt, zum perfekten Abkrümmen gehört eine perfekte Positionierung der Hand. Das heißt, ihr geht mit dem Zeigefinger an den Druckpunkt. Dann greift ihr um die Waffe. Jetzt seht ihr, mein Zeigefinger, mein Schießfinger ist genau 90 Grad zum Abzug. Das ist der Idealzustand. Und wenn der Finger 90 Grad ist, bewegen wir ihn jetzt langsam nach hinten. Gerade nach hinten ziehen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir so rum abkrümmen, also nach links rüber drücken. Geht der Schuss nach? Und da ist nichts weiter, was wir korrigieren. Zum Beispiel den linken Daumen, kommen wir später zu. Dann wird das einen Linksschuss geben. Nächste Lektion, das mit den Zielen macht ihr nochmal und ihr konzentriert euch auf das wirklich gerade nach hinten ziehen. Und das heißt, wenn ich gerade nach hinten ziehe, bewegt sie bei fast allen Menschen 3 Gelenke. Ich ziehe gerade nach hinten. Das Gelenk bewegt sich ein bisschen, das ganz viel und das ganz wenig, weil ich exakt entgegen der Schussrichtung. Da gibt es so Tricks mit einem Bleistift, mache ich, oder Kugelschreiber, und dann krümme ich ab und dann soll der gerade hoch runter gehen. Wenn ich es falsch mache, fällt er halt runter. Ja, kann man überall trainieren, aber braucht nicht mal eine Waffe zu. Und ihr braucht natürlich auch eine Waffe, die angepasst ist an eure Handgröße. Ja, wenn wir uns das nochmal anschauen.
Nehmen wir an, die Waffe das Griffstück ist zu groß. Dann könnte ich nur so an den Abzug kommen. Und das heißt, unweigerlich drücke ich jetzt den Abzug nach links rüber. Das heißt, wenn ihr eine Waffe habt, wo ihr Griffstück auswechseln könnt, seht zu, dass ihr jetzt ein kleineres nimmt, wenn ihr eine kleine Hand habt. Dass immer ihr anfangt, 90 Grad an den Abzug. Und habt ihr eine riesengroße Hand, ich simuliere mal eine große Hand, seht ihr, habt ihr es so, habt ihr eine ganz kleine Hand, sieht das halt so aus. Und deswegen, auswechselbare Griffstücke haben ihre Berechtigung. Passt das entsprechend an, kleineres, größeres, wenn ihr könnt. Größer ist ja nie ein Problem. Ja, wenn da jetzt irgendwas ist, nehmt ihr Band, Tape, Gummis, Übergriffe, was auch immer, was ihr habt. Kleiner ist immer ein Problem. Wenn es eine Privatwaffe ist, ist es ein bisschen ein Problem. Da kann man noch ein bisschen was wegnehmen. Schaut rein, wie viel Material da ist. Also da kann man ein bisschen was tun. However, im Idealfall ist die Pistole eurer Handgröße angepasst. Nochmal, 90 Grad, Griff. Ihr seht, hier ist alles frei. Ich habe die Chance, gerade nach hinten zu ziehen. Für euch jetzt, zweite Lektion, ist gerade nach hinten ziehen beim Abkrümmen. Konzentriert euch drauf. Dabei nicht vergessen, richtig zielen. Und das Ziel nicht vergessen, aber den Finger gerade zurück. Ihr müsst jetzt die Hauptkonzentration auf den Abzug nehmen. Eben hattet ihr euch mit Masse konzentriert auf das Zielen. Jetzt auf den Abzug, dass er wirklich gerade nach hinten geht. Lektion 2, gerades Abziehen oder militärisch abkrümmen. Fertig laden. 5 Schuss, Tage Nummer 3, Feuer frei. Gerade nach hinten abkrümmen. Gerade abkrümmen. Sehr gut. Konzentriert euch auf Abziehen, nein, gerade nach hinten ab. Langsam den Finger nach hinten. Sehr gut. Nein, gerade nach hinten abziehen. Sehr gut. Gerade nach hinten abziehen. Nein. Oder glaubst du, dass die Waffe nach links schießt? Ich glaube nicht. Okay, dann gerade nach hinten ziehen. Gut. Das können wir so nicht hängen lassen. Noch ein Schuss hinterher, treffen wir. Gerade zielen, zielen. Gut, sehr gut. Okay, Holstern. Sehr gut umgesetzt. Bei dir, keine Ahnung warum. Ihr müsst wirklich euch konzentrieren auf das gerade nach hinten ziehen. Trockentraining. Ja? Ihr habt gerade meine Trainingspistole gesehen. Die ist auch sehr gut geeignet. Geht hin, du jetzt scharfes Korn. Ja, natürlich verschwimmt der Hintergrund. So, scharfes Korn und dann langsam nach hinten ziehen. Und wenn du siehst, ja, da ein Schuss oben links, da müsstest du eigentlich wahrgenommen haben, beim Ziehen hast du die Waffe nach links rüber gedrückt. Und das musst du zumindest wahrnehmen, dass du die Waffe nach links rüber ziehst. Wenn das passiert, wenn ich im High-Stress bin, dann kann mir das auch passieren. Dann musst du dich bremsen, dann gehst du wieder auf den Haltepunkt und kommst weiter ab. Und wenn das zu lange dauert, dann fängst du halt nochmal von vorne an mit dem Schießrhythmus. Okay? Für dich gut umgesetzt, brauchen wir nichts zu sagen. Das kann man nicht besser machen. Klasse. Und du, nochmal, ist natürlich mechanisch auch noch schwerer zu sehen, ja, wohin wandert dein Visier. Nützt nichts, du hast, was du hast. Auf das Ziel gehen, das Korn scharf sehen und gerade nach hinten ziehen. Gut. Aber das Thema ist links. Bei dir jetzt nicht. Aber du siehst bei dir, und das ist ziemlich typisch, nach links rüberziehen. Wenn wir im High-Stress sind, dann passiert das sehr, sehr häufig. Die Feinmotorik, die setzt aus. Auf jeden Fall wird sie schlechter, die Feinmotorik. So, das heißt, es passiert sehr häufig im High-Stress, dass sich nicht nur der Finger bewegt, sondern die ganze Hand. Nennt sich Melken. Wenn sich die ganze Hand bewegt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sich auch die Waffe bewegt beim Abkrümmen. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Früher hatten wir eine Keule, da braucht ihr nicht viel tun. Einfach hier, bopp, den Mammut auf den Kopf hauen und dann aufessen. Das ist kein Problem, aber heute sieht das halt anders aus. Heute müssen wir feinmotorisch arbeiten. Und die Evolution des Menschen ist so, die Evolution der Mensch mit Schusswaffe ist da. Und das ist aber die Menschheit. Das heißt, von da bis da hat Grobmotorik völlig ausgereicht. Und dann kommt ein bisschen Kunst und Schießen dazu. Okay? Gut. Und alles gendern. Ganz wichtig. Was wir jetzt machen ist, wir wollen jetzt ein bisschen dran feilen an den Griff selber. Und das heißt, wenn wir sehen, dass gerade im Stress die Hauptauswirkung nach links geht,
weil wir eine Faust machen. Es gibt auch welche, die nach rechts rausschießen, aber mit Masse ist tatsächlich links, müsst ihr mal auf eure Zielscheiben achten. Dann kann man da ganz, ganz einfach gegenwirken, indem wir einen vernünftigen Griff anwenden. Ne? Der einhändige Schütze, der hat nichts weiter als richtig abkrümmen. Wenn ich auch nicht im Stress bin, dann ist das auch gar kein Problem. Aber immer wenn der Stresslevel nach oben geht, müssen wir die Trickkiste so ein bisschen aufmachen, die Toolbox. Und die Toolbox ist tatsächlich beim Griff der linke Daumen. Viele Schützen nutzen ihren linken Daumen nicht aktiv. Der ist da. Du hast vorhin geschossen und bei einem Schießen ist der Daumen nach unten gegangen. Hast du nicht gemerkt? Bei dir ist es sogar öfter passiert. Nutzt euren linken Daumen. Wenn ich also jetzt in Anschlag gehe, ihr geht auf die Zahl Nummer 4, richtiger Anschlag, versucht den Daumen so weit wie es geht nach vorne zu nehmen. Ihr braucht nicht gegen die Waffe drücken, das ist völlig unwichtig. Haltet den linken Daumen super, super steif, geht auf das Ziel und dabei langsam den Finger zurück. Dann habt ihr mit Sicherheit einen guten Treffer. Das heißt, ihr könnt die Waffe stabilisieren über den linken Daumen. Mit der rechten Hand festhalten. Mit der linken Hand, na, wie fest muss ich halten? Haltet so fest, dass die Waffe im Rückstoß nicht rutscht. Das reicht. Die linke Hand, mit der brauchen wir nicht abkrümmen. Da könnt ihr richtig zudrücken. Den Daumen steif halten nach vorne und dann langsam die Finger zurück. Okay, Entladensicherheit herstellen. Gut. So, Waffen in die Hand. Tag Nummer 4, Waffe schließen. Zielen. So, jetzt richtig steif halten, den linken Daumen. Kannst ruhig einen Ticken höher, bei der Glock ist das völlig unwichtig. Einen Ticken höher. So, und da oben steif halten. Richtig steif halten. Auch ruhig den Daumen höher nehmen. Genau. So, ihr habt jetzt mit dem linken Daumen Kontakt zur Waffe und jetzt kommt mal ab. Richtig zielen und langsam zurück. Ja, perfekt. Tim, bei dir habe ich auch gesehen, auch gut. Fertig laden. So, bei dir wird sich das Ergebnis wahrscheinlich nicht verbessern. Du hältst das einfach, konzentrierst dich nur noch zusätzlich auf den Daumen. Und ich vermute jetzt bei dir, diese Linksschüsse, die wirst du jetzt wegkriegen. Aktiv den linken Daumen nutzen. Tage Nummer 4, 5 Schuss, feuerfrei. Schwerpunkt, Lektion 3, der linke Daumen. Steif halten und langsam abkrümmen. Ziehen, perfekt. Schön steif halten und langsam abkrümmen. Steif halten, steif halten. Perfekter. Klasse. Und nochmal. Steif halten und langsam. Super. Komm, weiter konzentrieren. Langsam abkrümmen. 100%ig. Und langsam abkrümmen. Gut. Holstern. Oh Gott. Martin, was ist los? Der Daumen war doof für mich. Ich habe mich schlecht ausgedrückt. Nicht mit dem Daumen abkrümmen. Mein Fehler. Ich muss mich deutlicher ausdrücken. Oder mit dem großen C abgekrümmt. Aber Tim, bei dir, du hast jetzt gesehen, für dich, für dein Gehirn, war das mit den Daumen jetzt das Wichtige. Martin, guck mal kurz. Ja, sauber. Na? Das heißt, klasse umgesetzt. Na? Für dich, du weißt, das ist deine Reserve. Wenn du dich jetzt beim Schießen ein bisschen nebenbei darum kümmerst, dass der Daumen steif bleibt, wirst du solche Ergebnisse erzielen können. Also, ganz einfacher Tipp. Für dich, für dein Gehirn war das Entscheidende. Dich habe ich jetzt vernachlässigt und das sind auch deine Treffer. Ja. Worauf hast du dich konzentriert? Wirklich? Auf den Daumen tatsächlich. Ja. Ich glaube, das war doof. Ja. So, das ist unser Problem. Unser Bewusstsein kann immer nur eine Sache zur Zeit denken. Das ist so. Das ist nun mal so. Unser Gehirn ist so gebaut. Und das heißt, unsere Toolbox müssen wir aktiv nutzen. Ein Teil der Toolbox ist unser Unterbewusstsein. Und wir sind in der Lage, unser Unterbewusstsein aktiv zu programmieren. Und das müssen wir auch machen. Ich weiß, du schießt jetzt sehr selten. Weiß ich. Heißt für dich, das bisschen, was du Training hast, nutz das aktiv. Auf gar keinen Fall ballern gehen, sondern geh schießen. Ne? Programmier dein Gehirn. Und zwar vom Gehirn dein Unterbewusstsein. Das muss dir beim Schießen mithelfen. Wie es ja jetzt beim Autofahren ja auch tut.
Ne, das arbeitet die ganze Zeit mit. Deswegen kannst du an Sachen denken und trotzdem fährst du geradeaus, machst keinen Unfall. Das ist das Unterbewusstsein. Und der Daumen ist das zweite Beispiel für die Muskelerinnerung. Irgendwann wird das so sein, das wird so natürlich sein, dass der Griff so aussieht, dass du Kontakt zur Waffe hast. Bei der Glock und dieser Munition ist das gar kein Problem. Wenn ihr jetzt eine völlig ausgepimpte Sportwaffe habt, kann das sein, dass ihr euch eine Störung einbaut. Dann muss man an das Griffstück gehen. Bei der Glock und auch, was hast du? 320. Die 320, hier überhaupt keinen Kopf. Ihr könnt den Daumen an den Schlitten nehmen, da gibt es keine Störung. Außer ihr habt super schlappe Munition selbst geladen, dann könnt ihr auch eine Störung reinbauen. Aber alles, was wir so an Gebrauchswaffen haben, Daumen an den Verschluss, Kontakt, dann können wir natürlich, weil der Daumen ja nach links verhindert, dass die Waffe nach links rauswandert, können wir das also auf jeden Fall in den Griff kriegen. Mhm. Du prägst dir ein, du nimmst jetzt einfach hin, dass der menschliche Körper und der Geist so ist, wie er ist. Heißt, für dich war jetzt der Tipp mit den Daumen gar nicht so gut, wenn du an deine Ergebnisse vorher denkst. Ja. Also, versuch den Daumen richtig zu halten und den Rest aber richtig zu machen. Und immer ein bisschen wahrnehmen, habe ich Kontakt zur Waffe oder nicht. Gut. Fragen dazu? Gut. Was euch beiden passiert ist, beim Schießen ist die Waffe nach oben gewandert. Warum wandert die nach oben im Rückstoß? Nicht richtig Kontakt hier. Okay, was denkst du? Das Handgelenk ist ein bisschen schlapp. Ja. Also, die Waffe wandert ja nur nach oben, egal wie fest ich halte. Egal wie ich die Waffe festhalte. Wenn der Rückstoß entsteht, egal wie fest ich halte, wird sie nach oben wandern. Wir müssen das Handgelenk blockieren. Das heißt, wenn du siehst das ja schön über deinen roten Punkt, nimmst ihn eigentlich wahr im Rückstoß, der ist weg, ne? Ja. Der ist nur weg, weil die Waffe so weit auswandert. Wenn der Schlitten gerade nach hinten geht und wieder nach vorne, dann wirst du deinen roten Punkt sogar am Rückstoß weitersehen. Und, weiterer Vorteil, wenn du richtig stehst, fällt auch im Rückstoß die Waffe wieder zurück. Tage Nummer 5, Lektion, Handgelenk blockieren. Nochmal mit der rechten Hand so weit festhalten, wie ihr meint. Links schießt ihr so und so nicht. Haltet die Waffe fest. Dann konzentriert euch so ein bisschen mit Handgelenk blockieren. Wie kann man eigentlich Handgelenke blockieren? Schwer, ne? Welche Übung nehmen wir, um Handgelenke zu blockieren? Na gut, spontan fällt mir eine ein, aber ich meine jetzt so. Eine Faust machen, tatsächlich. Mit einer Faust habe ich. Also kann wenn ich sein. Die Faust anspannen, ist mein Handgelenk auch mit angespannt. Jein. Aber so eine richtig gute Übung, wenn ihr wirklich mal den nächsten Step nach oben machen wollt, ist Handgelenk blockieren, ganz, ganz einfach. Ihr geht einfach in eine Liegestützhaltung, das heißt mal hier, und dann nehmt ihr die Faust so vor. Jetzt habt ihr es blockiert, sonst würdet ihr ja umfallen. Ganz, ganz einfache Übung. Das heißt, hiermit blockiert ihr euer Handgelenk. Eine weitere gute Übung ist, nehmen wir einen Anschlag. Sie ist fertig geladen. Aber lieber nochmal kontrolliert, ist alles okay? So, und eine weitere gute Übung ist, nimmst die Waffe in die Hand, halt mal fest. Mhm. Nur festhalten, nicht gegen andrücken, festhalten. So, nee, richtig festhalten, das kann nicht alles sein. Festhalten. So, jetzt hast du blockiert, jetzt erst. So, und jetzt reizt sich deine Nerven, damit man weiß, welche Muskeln muss ich anspannen, damit die Waffe fest ist. Auch nochmal einen Anschlag. Oh ja, ein kleiner Unterschied. Okay, so. Es ist schwer zu sagen, wie will ich Handgelenke an. Ich kann ein Handgelenk ja nicht anspannen. Ein Handgelenk ist kein Muskel, ne? Ich muss es steif halten. Das heißt, ihr müsst irgendwelche Muskeln anspannen von der Hand, aber vor allen Dingen vom Unterarm. Das ist schwierig. Aber ihr versucht das jetzt mal und bei der nächsten Lektion Handgelenke blockieren. Und woran seht ihr, ob sie gut blockiert sind? Was passiert mit meinem Korn oder mit meinem roten Punkt? Okay, den Rest richtig machen. Ich sage einfach Daumen, du konzentrierst dich trotzdem aufs Handgelenk. Ich sage einfach Daumen, ich spreche ein bisschen mit deinem Unterbewusstsein. Und dann versuchen wir es mal wieder hinzukriegen, dass ich dich jetzt einfange. Und du versuchst den Rest richtig zu machen. Und achte mal, wohin dein Korn wandert. Das ist ja so und so das Abkommen. Letztendlich schon bei der Lektion 2 dabei gewesen. Nur nicht halt konzentriert drauf. Okay, Tage Nummer 5, Lektion Handgelenk. 5 Schuss, Feuer frei. Handgelenk blockieren, Daumen,
Handgelenk, Handgelenk. Weiter, Handgelenk. Handgelenk. Gut. Wenn ihr durch seid, Holzern. Okay. So. Gut. Ein Kackschuss passiert. Hast du ihn gemerkt? Ja. Gut. Wenn ihr mal einen schlechten Schuss habt, dann ist das gar nicht tragisch. Wir sind ja hier beim Training. Das ist ein Training, eine Übung, ist keine Könnung. Wenn ihr einen Fehler macht und ihr habt ihn selber an euch identifiziert, dann war das trotzdem ein guter Schuss. Du musst nur mit deinem Gehirn ein bisschen schnacken. Ja, ich habe festgestellt, das und das passiert und dann gehst du gegen an. Also dieser Tiefschuss dort, der ist nicht schlimm, wenn du ihn wirklich gemerkt hast. Wenn du mich jetzt belügst, hast du dich selber belogen. Aber wenn du es gemerkt hast, ist das nicht schlimm. Diesen Mangel kannst du jetzt aktiv abstellen. Man kann den langen Weg gehen, mach das richtig, mach das richtig, mach das richtig. Aber der schlaue Weg ist, ich habe einen Fehler bei mir identifiziert und dann stelle ich ihn ab. Ihr seid hier, weil ihr besser werden wollt. Das ist bei mir das Schöne. Es kommen fast alle freiwillig zu mir zum Training. Ist halt so, entweder sind sie freiwillig bei der Spezialeinheit oder wie auch immer. Die wollen alle besser werden. Das ist für mich einfach. Wenn man jetzt irgendwas ausbilden muss, wo man einen zu zwingen muss, dann ist es natürlich schwierig. Wir können jetzt natürlich noch endlos weitergehen. Wie gesagt, Warm-up ist für mich nicht so mein Hauptding. Ich mache das ganz gern so, dass ich analysiere. Was ist mit deinem roten Punkt passiert beim Schuss? Der ist immer noch nach oben gegangen. Der ist nach oben gegangen und dein ganzer Arm ist nach oben gegangen. Warum ist dein ganzer Arm nach oben gegangen? Nämlich richtig blockiert. Nee. Wenn dein Punkt so hoch geht, dann ist das Blockieren der Handgelenke. Ja. Bei dir ist aber der ganze Arm nach oben gegangen. Warum geht der ganze Arm nach oben? Wer kann sich das vorstellen? Hat zu wenig Körperspannung. Nicht dem Schuss entgegengewirkt jetzt. Ja. So. Ihr seht, wie ich das methodisch aufarbeite. Ihr müsst euch so ein bisschen analysieren, was passiert eigentlich. Wenn der Punkt schnell nach oben geht, sind es die Handgelenke. Ja. Wenn der langsam nach oben geht, dann habt ihr halt so geschossen. Und dann geht ihr so nach hinten und dann geht ihr so nach vorne. Jetzt geht der ganze Arm langsam nach oben. Das heißt, das machen wir jetzt nicht, sonst wäre das ein 3-Stunden-Video. Ja. Aber wichtig ist, dass ihr jetzt auch als Schützen aktiv feststellt, Mensch, warum ist die Auswirkung so und wie komme ich dagegen an? Schießtechnik und jetzt militärisch, polizeilich, Taktik muss logisch sein. Wenn Schießtechnik unlogisch ist, ist sie automatisch falsch oder ich bin doof. Und bei Taktik das Gleiche. Taktik muss logisch sein. Ist sie unlogisch, ist sie automatisch falsch oder ich bin doof. Check. Gibt es ja auch unintelligente Menschen. Aber so setzt sich das so an. Und wenn ihr so analytisch so ein bisschen an das Schießen rangeht, es bringt für mich jedenfalls Spaß. Spaß ist einmal die Präzision beim Treffen und Spaß ist für mich auch tatsächlich die Präzision in der Bewegung. Und da gehen wir halt auch jetzt in den nächsten Lektionen ran, dass wir auch die Bewegung, deine Handhabung, da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Die war jetzt spannend für mein Gehirn. Ja. Aber da können wir noch ein bisschen was tun. Das machen wir in den nächsten Lektionen. Also ihr habt es gesehen, Defizite bei Martin. Aber ich bin sehr gespannt, was der Rosi da noch rausholen wird. In den nächsten Videos geht es dann weiter. Grundlage Pistole. Alles, was wir jetzt im Endeffekt kurz mal angerissen haben, wird dann nochmal ausführlich in einzelnen Modulen behandelt. Der richtige Griff, Abkrümmen und so weiter und so fort. Also bleibt spannend, ist spannend, bleibt dran. Rosi, vielen Dank. Tim natürlich auch. Und wie immer an dieser Stelle, denkt daran, einmal in die Videobeschreibung zu schauen, um die Sponsoren euch anzugucken, zu unterstützen. Und wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare damit. Am Ende der Serie werden wir alles für euch beantworten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium.